Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Bettina hatte gefragt, kannst du mal ein Video dazu machen, wie man die Töne schön beendet und abschließt? Und das habe ich heute für euch gemacht. Also erst müssen wir uns mal angucken, bevor wir darüber nachdenken können, wie wir den Ton am Ende schön beenden, wie er überhaupt beginnt und wie seine Dauer ist und wie er dann beendet werden kann. Also wir sprechen ja immer über die Artikulation beim Blockflöte spielen. Das heißt, jeden Ton beginne ich in der Regel mit einem Zungenstoß und dann dauert der Ton eine Weile und dann ist er wieder zu Ende. Und dieses Ende des Tones, wie mache ich das, sodass der Ton gut klingt, sodass er nicht am Ende absinkt, oder so in die andere Richtung, so nach oben geht, mit so einem unschönen Abschluss, so einem Dft. Da müssen wir erstmal gucken, wie kann ich denn den Ton beenden? Ich kann den Ton auch wieder mit der Zunge beenden. Ich beginne den Ton ja mit der Zunge, mit dem Zungenstoß, also zum Beispiel einem Dü oder einem Tü. Und damit kann ich ihn auch wieder abschließen. Allerdings darf ich das nicht lautstark machen, sonst klingt es eben so. Sondern wenn ich mit der Zunge zurück an den Gaumen gehe, um den Ton zu beenden, muss ich das ganz zaghaft und vorsichtig machen, sodass man es nicht hört. Das ist aber gar nicht so einfach, weil man das ja dann relativ langsam machen möchte, damit man es nicht zu fest macht. Eine andere Möglichkeit ist, dass ich einfach die Luft stoppe. Also, dass ich wirklich von meinem Zwerchfell aus, von meinem Atem her die Luft beende. Das erfordert natürlich wirklich Kontrolle des Atems. Und da gibt es noch eine weitere Möglichkeit, die damit zusammengehen kann, nämlich, dass ich einfach den Mund öffne, die Lippen öffne, um den Ton zu beenden. Letzteres gebrauche ich sehr viel beim Spielen. Ich habe ja studiert in der Tradition der niederländischen Blockflötenschule. Mein Professor war Schüler von Franz Brücken und wir spielen alle mit dieser Fischmaultechnik, nenne ich es jetzt mal, dass man sehr viele kleine Schnapper macht, wo man ein- oder auch mal ausatmen kann und dadurch auch wunderbar die Tonlängen beeinflussen kann und zum Beispiel gut Staccato spielen kann. Aber allgemein auch schön die Abschlüsse planen kann, wo man die haben will. Und dass sie eben nicht absinken oder nach oben schießen. Also zuallererst wäre natürlich die beste Voraussetzung, ihr habt eine gute Atemstütze. Das heißt, ihr beherrscht die Zwerchfellatmung, die euch ermöglicht, ganz viel Raum zu machen für die Luft in euren Lungen, dadurch, dass ihr das Zwerchfell kontrolliert und nach unten haltet und dann viel Raum habt, um tief in den Körper einzuatmen und die Luft dann ganz gezielt dosiert rauszulassen. Aber auch falls ihr das noch nicht perfekt beherrscht, denn Atemstütze ist auch was, woran man immer weiter arbeiten sollte, dann könnt ihr schon mal versuchen, Töne zu spielen, die gerade bleiben und die nicht absinken. Und dazu würde ich euch empfehlen, erstmal das Negativbeispiel zu üben, nämlich dass ihr Töne mal blast und am Ende ganz bewusst absinken lasst. Und im Gegensatz dazu auch mal Töne erst gerade blast und dann wirklich in die Höhe schießen lasst am Schluss.
sodass ihr ein Gefühl dafür bekommt, wann ihr was macht. Und dann könnt ihr auch mal probieren, ganz gerade Töne zu spielen. Und durch dieses Üben dieser geraden Töne entwickelt ihr auch eure Atemstütze unter anderem. Wenn ich zum Beispiel ein einfaches Lied nehme, in dem sind ganz deutlich verschiedene Phrasen zu hören, verschiedene Abschnitte, wo dann immer wieder was Neues beginnt. Das kann ich dann mal spielen, indem ich am Ende der Phrase den Ton absichtlich total absinken lasse. Und dann kann ich es auch mal in die andere Richtung machen, dass ich mit so einem Düft ende, also einem zu harten Zungenabschluss. Und dann natürlich in der schöneren Version, dass ich am Ende der Phrase die Töne gerade beende, unauffällig, aber mit deutlichem Ende. Entweder indem ich mit der Zunge sachte an den Gaumen gehe oder die Luft stoppe und oder den Mund noch aufmache. Ich empfehle euch, das mal auszuprobieren. Zuallererst vielleicht mal hinzuhören. Passiert euch das überhaupt? Lasst ihr irgendwo die Töne absinken oder habt ihr so ein Hochschießende sozusagen? Und dann mal bewusst zu trainieren, einzelne Töne zu kontrollieren, vor allem das Ende. Man hört ja oft während des Verlaufs noch gut hin und das Ende, das kriegt man nicht mehr so richtig mit. Das ist auch bei Musikstücken manchmal. Da könnt ihr manchmal die schönsten Sachen spielen und am Ende der Phrase denkt ihr schon an die nächste Phrase und dann wird das gar nicht mehr so richtig schön zu Ende gespielt. Wenn ihr eure Atemstütze richtig gut von Grund auf trainieren und lernen wollt, könnt ihr das mit meinem Training machen, meinem Video-Online-Training, das enthalten ist im fortgeschrittenen Kurs Blockflöte Next Level. Da ist ein ganzes Kapitel über die Atemstütze, das ihr immer wieder mitmachen, üben könnt, wann ihr wollt, noch viele Jahre lang, das bleibt euch erhalten. Und in dem Kurs könnt ihr nicht nur das, sondern eure gesamte Blockflötentechnik weiterentwickeln und transformieren. Wenn ihr noch ganz am Anfang des Blockflötenspiels seid, dann seid ihr auch, was die Atemstütze angeht, genau richtig mit meinem Einsteigerkurs, mit meinem Wiedereinsteigerkurs. Da könnt ihr von Anfang an quasi nichts falsch machen, was euren Atem angeht, weil ich euch da ganz in kleinen Schritten ranführe. Und auch das könnt ihr in eurer eigenen Zeit machen, wann immer ihr möchtet und dazu kommt. Ja, ich hoffe, Bettina und ihr anderen konntet jetzt ein wenig weiterkommen im Bereich der schön beendeten Töne. Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, ob das klappt, ob es vielleicht neu für euch war, dass ihr die Tonenden etwas beachten müsst. Und ja, gerne wieder weitere Vorschläge für Videos auch. Ich freue mich. Und wenn es euch gefallen hat, dann gerne einen Daumen hoch. Und wir sehen uns wieder auf Veras Blockflötenkanal. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Tschüss.